Mit dem Fach Physik kam ich so richtig in Kontakt in den 70er Jahren in der Schule. Wir haben damals gelernt, dass die Physik in zwei Bereiche unterteilt ist. Die klassische Physik und die moderne, die mit der variablen Zeit, mit dem denkbaren Raum und mit der Quantenwelt. Man ist damals davon ausgegangen, dass in der modernen Physik enormes Potenzial steckt, das demnächst in praktische Anwendungen umgesetzt wird. Wir träumten von unerschöpflichen Energiequellen und Reisen über die Milchstraße. Ich bin Krzysztof Smolik. Hallo. Es ist mittlerweile 50 Jahre her. Inzwischen ist im Bereich der modernen Physik sehr viel investiert worden. Entstanden riesige Labore und sehr kostspielige Teilchenbeschleuniger. Es wurden zahllose Versuche durchgeführt. Praktische Ergebnisse sind aber ausgeblieben. Unsere Raketen werden genauso angetrieben wie vor 50 Jahren. Um unseren Energiebedarf zu decken, verbrennen wir die fossilen Stoffe in einem Tempo wie noch nie zuvor. Obwohl die moderne Physik schon über 100 Jahre alt ist, konnte sie bisher keine praktischen Erfolge präsentieren. Diese Forschung wird hauptsächlich theoretisch betrieben. Es werden viele Experimente durchgeführt. Sie bringen aber mehr neue Fragen als Antworten. So kommt immer wieder die Frage hoch, ob die angepeilte Richtung überhaupt richtig ist. Wenn das so weitergeht, dann werden wir in 100 Jahren genau dort stehen, wo wir uns jetzt befinden. Und zwar in einer imaginären Welt von Theorien, die schon kurz vor dem großen Durchbruch stehen, aber immer noch meilenweit von der Realität entfernt sind. So nach diesen 100 Jahren ist die Frage berechtigt, ob das vielleicht nicht eine wissenschaftliche Sackgasse ist. Man kann die moderne Physik mit den römischen Zahlen vergleichen. Sie waren auch sehr verbreitet, aber kompliziert und unhandlich. Das arabische Zahlensystem bietet dagegen eine sehr einfache Handhabung. Das Rechnen mit arabischen Zahlen ist kinderleicht. Irgendwann hat man den Schnitt gemacht und das römische Zahlensystem durch das arabische ersetzt. Einen ähnlichen Schritt brauchen wir jetzt in der Physik. Wie das gehen soll, erkläre ich Ihnen im Laufe dieses Vortrags. Die römische Zählweise hat sich so peu à peu mit der Entwicklung der Menschheit ergeben. Man hat angefangen mit den Fingern zu zählen, so kam ein Strich pro Finger. Für eine volle Hand gab es ein Zeichen V für 5, für beide Hände x als 10. Für größere Zahlen kamen Zeichen für 50, 100, 500 und 1000. Auf diese Weise entstand der römische Zahlenstandard. 1000 war irgendwann zu wenig, dann kamen 5000, 10.000, 50.000 und 100.000. Für jede neue Zahl gab es ein neues Zeichen. Irgendwann hat man Brüche gebraucht, so kam S für ein Zweitel, ein Punkt für ein Zwölftel und so weiter. Man definierte immer neue Symbole. Das Rechnen in diesem römischen Zahlensystem war alles andere als einfach. Beim Addieren und Subtrahieren ging es noch halbwegs. Das Multiplizieren und Dividieren war aber sehr schwierig. Die arabische Zählweise, die wir heute nutzen, verwendet nur 10 Ziffern. Mit deren Hilfe lassen sich nahtlos beliebig große und beliebig kleine Zahlen darstellen. Mit der Einführung der arabischen Zahlen wurden die Grundrechenarten kinderleicht. Die gesamte Mathematik konnte sich danach sprunghaft entwickeln.
Die höhere Mathematik, die wir heute verwenden, wäre ohne das arabische System überhaupt nicht möglich. Nun schauen wir uns die beiden Systeme im Vergleich an. Hier nur ein sehr begrenzter Bereich von darstellbaren Zahlen. Beim 100.000 ist schon Schluss. Eine Handvoll von Brüchen. Dafür werden schon 17 Zeichen gebraucht. Für weitere Zahlengruppen müssten neue Symbole definiert werden. Und hier 10 Grundelemente, mit denen alle möglichen Werte darstellbar sind. Der Wertbereich ist unendlich. Wir brauchen keine weiteren Symbole. Aus heutiger Sicht sehen wir bei den arabischen Zahlen klare Vorteile. Das war aber nicht immer so. Das arabische Zahlensystem kam ursprünglich aus Indien, wurde aber durch die Araber über die Iberische Halbinsel nach Europa gebracht. Die Vorläufer von Ziffern, die wir heute verwenden, entstanden im 10. Jahrhundert in Katalonien. Dann hat es ganze 500 Jahre gedauert, bis sich dieses System europaweit durchgesetzt hat. Und das, obwohl die Vorteile der arabischen Zahlen absolut überwältigend sind. Wieso hat das so lange gedauert? Um ein neues System einzuführen, muss man das alte System abschaffen. Das ist einer der Schritte, mit denen sich die Menschen sehr schwer tun. Das ist ein Abschied von dem, was man bisher kannte, und ein Einstieg in etwas Neues, etwas Unbekanntes. Das macht viele ängstlich. Dazu kommt noch der Widerstand derjenigen, die von dem Alten irgendwie profitiert haben. Das alles macht jede einschneidende Umstellung so schwierig. Im Fall der Zahlen war das eine Angelegenheit, die ziemlich alle betraf. Das Rechnen mit arabischen Zahlen ist so einfach, dass das jeder machen kann. Und rechnen mussten fast alle. Handwerker, Kaufleute, Händler, Manufakturen, Militärs, Bauer, einfach alle. Trotzdem hat der Umstieg auf das arabische System ganze 500 Jahre gedauert. An diesem Beispiel sehen wir, wie widerstandsfähig ein festgefahrenes System ist. Um zu zeigen, wie sich die etablierte Wissenschaftswelt über Jahrzehnte kollektiv irren kann, wechseln wir ganz kurz zur maritimen Forschung, und zwar zur Wellenwissenschaft. Seit Jahrhunderten erzählen Matrosen von monströsen Wellen, die sie im Meer erlebt haben. Diese Wellen sollen weit über 20 Meter groß gewesen sein und würden wie eine Wasserwand kommen. Bis zum Jahr 1995 hat die Wissenschaftswelt die Existenz von solchen Wellen geschlossen bestritten. Sowohl praktisch als auch theoretisch seien so große Wellen nicht möglich. Maximale Größe ist nur 15 Meter. Alle Wissenschaftler waren sich darüber absolut einig. Größere Wellen sind bloß ein Produkt der Fantasie. Den Schiffskapitänen, die behaupten würden, größere Wellen gesehen zu haben, hat man mit einer Kündigung gedroht. Seemannsgang halt. Dann aber, im Jahr 1995 auf einer norwegischen Ölbohrplattform ist eine Welle mit einer Höhe von 26 Metern registriert worden. 9 Monate später ist der Luxusliner Queen Elizabeth II nachweislich von einer Monsterwelle getroffen worden. Da gab es viele Zeugen. Das war natürlich ein Schock. Um es genau zu wissen, hat man angefangen, die Weltmeere von Satelliten aus zu beobachten. Dann kam der zweite Schock. Es hat sich herausgestellt, dass es auf unserem Planet im Schnitt 2 solche Monsterwellen pro Tag gibt. Somit war dieses 15-Meter-Limit endgültig hinfällig.
Die Wissenschaftswelt hat sich damit relativ schnell arrangiert. Okay, dann gibt es eben Monsterwellen. Welche hätten Sie gerne? Kavenzmann-Welle, Drei-Schwestern-Wellen oder Weiße Wand-Welle? 30 Meter hoch? Kein Problem. Bis vor kurzem gab es keine Monsterwellen, nicht mal theoretisch. Jahrzehntelang war das bloß Seemannsgarn und wurde ausgelacht. Und jetzt sind dieselben Wissenschaftler wieder geschlossen bei den Monsterwellen dabei. So schnell geht es. Hätte es im Jahr 1995 diese zwei Vorfälle nicht gegeben, wäre heute alles beim Alten. Monsterwelle gesehen? Zu viel rumgetrunken. Das Traurige bei dieser Geschichte ist, dass es lange vor 1995 technische Möglichkeiten gab, um die Existenz solch großer Wellen in unseren Meeren zu überprüfen. Und es gab dafür wirklich triftige Gründe. Es wurden wiederholt Berichte von plötzlich versunkenen Schiffen gemeldet. Darunter gab es ca. 200 Superfrachter mit einer Länge von über 200 Metern. Trotzdem hat man nichts unternommen. Die Wissenschaftler beharrten stur auf ihren Wissensstand, der Rest der Welt hat sich auf die Meinung der Wissenschaft blind verlassen. Dass die Wissenschaftswelt ihre Dogmen nicht gerne ändert, ist eigentlich nichts Neues. Denen von Ihnen, die studiert haben, ist bestimmt eine streng hierarchische Struktur in den Unis aufgefallen. Was und wie geforscht wird, entscheidet allein der Professor, der ganz oben in der Pyramide steht. Der Rest muss das bloß umsetzen. So liegt es auf der Hand, dass es innerhalb dieser Pyramide extrem wenig Spielraum für abweichende Meinungen gibt. Es gibt zwar immer wieder Professoren, die in ihrer Forschung wirklich offen sind, aber das kommt eher selten vor. Die meisten klammern sich an festgefahrenen Dogmen und bestätigen sich darin gegenseitig. Genauso war das im Fall der Monsterwelle. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues. So tickt eben die Wissenschaftswelt. Seit Hunderten von Jahren. Was ich schlimmer finde, ist das blinde, 100%ige Vertrauen in solche Wissenschaft. Natürlich brauchen wir die Forschung. Die meisten Ergebnisse der Forschung werden ja benutzt. Aber man muss doch von außen erkennen, wenn die Forschung von der Realität wegdriftet. Im Fall von Monsterwellen war das der Job von entsprechenden nationalen und internationalen maritimen Behörden. Sie hätten das kollektive Ausblenden der Realität bei der Wissenschaft erkennen müssen. Was lernen wir daraus? Es ist egal, wie fest eine Behauptung etabliert ist. Es ist egal, wie viele namhafte Wissenschaftler sie unterstützen. Das heißt gar nichts. Diese Behauptung kann sich von einem Tag auf den anderen als ein riesiges Irrtum erweisen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Physik. Ähnlich wie bei den römischen Zahlen entwickelte sich die Physik in Schritten, so von Fall zu Fall. Zuerst hat man sich mit der Mechanik beschäftigt. Irgendwann kam die Gravitation, Elektrizität, Magnetismus und so weiter. Um die beobachteten Effekte zu beschreiben, hat man neue Begriffe und neue Gesetze definiert. Aber alles lokal, nur für das jeweils bearbeitete Gebiet. So entstanden immer mehr einzelne Inseln mit ihrem Lokalwissen. Auf diese Weise entstand Physik, die wir heute kennen. Also viele einzelne Inseln. Mit der Zeit kamen immer neue Inseln dazu und dieser Archipel wuchs und wuchs. Bei so vielen isolierten, spontan definierten Welten waren Konflikte zwischen den einzelnen Gebieten nur eine Frage der Zeit. Anfang des 20. Jahrhunderts war es soweit.
In vorher definierten elektromagnetischen Wellen hat man portionierte Pakete, sogenannte Photonen, entdeckt. Dann stellte sich die Frage, was elektromagnetische Wellen eigentlich sind. Sind das Wellen oder Partikel? Man konnte keine Verbindung zwischen diesen zwei Formen finden. Irgendwann hat man sich darauf geeinigt, dass es eine zauberhafte Parallelexistenz gibt. Danach existiert eine elektromagnetische Welle gleichzeitig als ein Photon und ein Photon gleichzeitig als Welle. Das hat man Welle-Teilchen-Dualismus genannt. Diese Vereinbarung wurde zum Grundprinzip eines neuen Gebiets der Quantenphysik. Etwa zur selben Zeit hat eine Lichtgeschwindigkeitsmessung für Aufsehen gesorgt. In einem Experiment wurden die Lichtlaufzeiten bei bewegten Quellen gemessen. Man hat richtungsabhängige Veränderungen von Laufzeiten erwartet. Es gab aber keine Unterschiede. Diese Ergebnisse ließen sich mit dem damals vorhandenen Wissen nicht erklären. So fand man auch hier eine imaginäre Erklärung. Diesmal soll das Tempo der Zeit variieren. Die Zeit konnte danach mal schneller, mal langsamer laufen. Damit ließen sich die Messergebnisse dieses Experiments mathematisch erklären. Solch eine Elastizität ist noch auf den Raum erweitert worden. Der Raum kann sich danach zusammenstauen oder strecken. Diese Variabilität von Zeit und Raum wurde zum Grundbaustein der Relativitätstheorie. Mit diesen zwei Theorien, der Quantentheorie und der Relativitätstheorie, ist die Welt der Physik in eine neue Richtung gegangen. In beiden Fällen hat man die empirisch geprägte Eindeutigkeit verlassen und man begann, sich mit imaginären, mathematisch geprägten Modellen zu bewegen. So wurde Physik in den darauf folgenden 100 Jahren immer mehr theoretisch. Die Physiker wurden zunehmend zu Mathematikern. Man erfand viele neue Begriffe. Antimaterie, dunkle Energie, Hologrammwelt, Paralleluniversum. Es wurde immer mysteriöser. Es gab unzählige Experimente. Sie haben aber kaum verwertbare Ergebnisse gebracht. Von praktischen Anwendungen brauchen wir schon gar nicht reden. Die Physik ist in der Zeit immer mehr philosophisch geworden. Mittlerweile sucht man nach der Grenze zwischen Realität und Illusion. Willkommen im Zeitalter der Alchemie. Meine Damen und Herren, das ist doch eine Sackgasse. Wollen wir uns sowas wirklich weitere 100 Jahre anschauen? Sie werden sich wahrscheinlich fragen, ist das überhaupt möglich, dass so viele Wissenschaftler falsch liegen? Ja, das haben wir bei den Monsterwellen gesehen. Jetzt gehen wir zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück und schauen uns diese zwei Fragen genauer an. Das ist der Welle-Teilchen-Konflikt und das Thema mit der Lichtlaufzeit. Was haben diese Fälle gemeinsam? In diesen beiden Fällen geht es um Photonen. Hier um ihre Natur und hier um ihre Geschwindigkeit. Würden wir für diese zwei Fragen plausible Antworten finden, wären diese imaginären Erklärungen nicht mehr notwendig. Dann könnten wir die Physik auf die klassische Weise weiter erforschen. Also gehen wir 100 Jahre zurück. Damals gab es schon diese Inselwelt. Aber wie gesagt, so isoliert, jede für sich. Gravitation hat nichts Gemeinsames mit Elektrizität, Magnetismus nichts mit Wärme und Optik. Gibt es dort wirklich nichts Gemeinsames? Doch, es gibt eine physikalische Größe, die in allen Bereichen der Physik vorkommt.
Das ist die Energie. Sie gibt es in der Wärme, im elektrischen Strom, im magnetischen Feld und bei den Gravitationseffekten. So unterschiedlich wie die einzelnen Gebiete sind, sie alle handeln mit Energie. Und das ist immer dieselbe Energie, das sind immer Joule. Aber es gibt noch eine zweite physikalische Größe, die in allen diesen Gebieten zu finden ist. Das ist die alte, gute mechanische Kraft. Wir haben sie bei der Gravitation als Anziehungskraft. Elektrische Ladungen, Plus und Minus, ziehen sich mechanisch an. Zwischen zwei Magneten arbeiten mechanische Kräfte. Die Wärme erhöht den Druck in Gasen. In allen diesen Effekten arbeiten dieselben mechanischen Kräfte. Ist das nicht irgendwie seltsam? Was haben eigentlich all diese so unterschiedlichen Gebiete mit der Kraft zu tun? Da kann man folgende Frage stellen. Ist die mechanische Kraft ein Ergebnis dieser Effekte oder vielleicht deren Ursprung? Mein Postulat ist eben, dass die mechanische Kraft die fundamentale physikalische Größe ist. Alle physikalischen Prozesse sind nichts anderes als ein Ergebnis der Wirkung von Kräften. Jetzt nehmen wir etwas unter die Lupe, das eine grundlegende Bedeutung für das Verständnis aller Feldwirkungen hat: das Vakuum. Vakuum wird als ein absolutes Nichts verstanden. Wenn wir aus der Glocke die Luft auspumpen, haben wir dort keine Gasmoleküle. Dann gibt es unter der Glocke keine Materie, das verstehen wir unter Vakuum. Felder wie Gravitation, elektrisches Feld oder magnetisches Feld arbeiten auch im Vakuum. Sie werden durch das Vakuum irgendwie unterstützt. Dort müssen also Kräfte übertragen werden. Dann ist schon die Frage berechtigt, ob es im Vakuum tatsächlich nichts gibt. Meine Überlegung ist, dass sich im Vakuum Partikelchen befinden, die eine Ausbreitung von solchen Kräften unterstützen. Diese Idee ist übrigens nicht ganz neu. Schon Newton hat postuliert, dass die Gravitationskraft ein Ergebnis der Kräfte zwischen solchen unsichtbaren Partikelchen ist. Wir nehmen an, dass auch alle anderen Feldeffekte wie Elektrizität und Magnetismus diese Partikelchen nutzen. Dann sind alle Feldwirkungen nichts anderes als ein Zusammenspiel von Kräften zwischen diesen Teilchen. Okay, aber um welche Partikelchen kann es sich dabei handeln? Es gibt so viele, die man mittlerweile entdeckt hat. Die meisten von denen leben aber nur einen Bruchteil von einer Sekunde. Die kommen dann nicht in Frage. Wir brauchen ein Teilchen, das nie zerfällt. Ein Teilchen mit unendlicher Lebenszeit. Gibt es so etwas? Ja. Seit über 80 Jahren ist ein Teilchen bekannt, das diese Bedingungen erfüllt. Das ist das Neutrino. Neutrinos zerfallen nie, sie gibt es überall, auch im Vakuum. Das ist also unser bester Kandidat. Aber es gibt noch etwas. Bei nuklearen Prozessen, bei denen Materie zerfällt, beobachtet man auch Neutrinos. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Materie ebenfalls aus Neutrinos besteht. Und das ist mein Postulat. Materie besteht aus gleichen Partikelchen. Das würde bedeuten, dass das Neutrino der Grundbaustein des Universums ist. Ein Teil der Neutrinos ist im Raum verteilt und ein Teil ist in der Materie gebunden. Die Protonen, Elektronen und Neutronen bestehen aus Neutrinos. Diese Neutrinos würden mit einem energetischen Aufwand zusammengepresst. So entstanden mechanisch gebundene Konstrukte, die in ihrer Form bleiben, auch wenn der Druck nachlässt. Die hineingesteckte Energie bleibt dann in diesem Konstrukt gespeichert.
Wenn die Materie zerfällt, verteilen sich die Neutrinos im Raum und die gespeicherte Energie wird freigesetzt. Meine Vorstellung von Neutrinos unterscheidet sich allerdings von momentan bekannten Interpretationen. Deshalb habe ich das Teilchen umgetauft. Ich habe mich für den Namen Mikrodomäne entschieden. Das ist das Symbol einer Mikrodomäne. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer mechanischen Kraft. Zwischen Mikrodomänen arbeiten auseinandertreibende Kräfte. Sie stoßen sich gegenseitig ab. Die Mikrodomänen, die im Raum verteilt sind, bilden dort ein unsichtbares Netz. Zwischen den Mikrodomänen in diesem Mikrodomänennetz arbeiten diese abstoßenden Kräfte. Sie bilden aber keine fixen Bindungen. Die einzelnen Mikrodomänen können sich dort ein wenig bewegen. Dadurch ist das Mikrodomänennetz elastisch und kann verformt werden. So kann sowohl die Verdichtung der Mikrodomänen als auch ihre Orientierung variieren. Eine unterschiedliche Mikrodomänendichte im Netz ist für die Gravitationseffekte verantwortlich, ihre Polarisierung für die Elektrizität. Wie die Gravitation funktioniert, erkläre ich Ihnen am Beispiel eines Protons im Gravitationsfeld der Erde. Die Erde besteht aus sehr, sehr vielen Atomen. In jedem Atomkern sind viele Mikrodomänen gefangen. Alle diese Mikrodomänen erzeugen gemeinsam eine abstoßende Wirkung. Sie verdrängen die Mikrodomänen in diesem elastischen Netz um die Erde herum. Das Netz verformt sich. Der Grad der Verformung ist an der Erdoberfläche am höchsten und nimmt mit der Entfernung zur Erde ab. Damit haben wir um die Erde herum ein Netz mit einer unterschiedlichen Mikrodomänendichte. Und jetzt setzen wir in das verformte Mikrodomänennetz die einfachste Form der Materie, ein Proton. Was passiert dann? Dann arbeiten hier Kräfte zwischen den Mikrodomänen im Proton und den Mikrodomänen im Netz um das Proton herum. Sie stoßen sich gegenseitig ab. So wird das Proton als Ganzes von allen Seiten vom Netz abgestoßen. Aber das Netz ist hier nicht homogen. An der Außenseite des Protons gibt es mehr Mikrodomänen als an seiner Innenseite. Also, das Proton wird von außen stärker abgestoßen als von innen. Das Proton wird dadurch nach innen gedrückt. Das ist keine Anziehung. Die Erde verformt das Netz und das verformte Mikrodomänennetz drückt das Proton in Richtung Erde. So funktioniert die Gravitation. Jetzt kommen wir zur Elektrizität. Mikrodomänen sind asymmetrisch. Sie stößen sich gegenseitig ab, aber unterschiedlich stark. Gleiche Pole der Mikrodomänen stoßen sich stärker ab als die Gegenpole. So entsteht der Eindruck, als sich die Gegenpole anziehen würden. Das ist aber keine Anziehung. Sie stößen sich bloß schwächer ab. Alle elektrischen Effekte sind durch die Orientierung der Mikrodomänen generiert. Verdrehen wir eine Mikrodomäne im Netz, das verdreht andere Mikrodomänen in ihrer Umgebung. So arbeitet das elektrische Feld. Von besonderer Bedeutung für die Elektrizität ist eine ganz spezielle Beschaffenheit von Protonen und Elektronen. Wie gesagt, Elektronen und Protonen sind ganz spezielle Konstrukte von zusammengehaltenen Mikrodomänen. Der elektrische Charakter der beiden Teilchen kommt von der Orientierung der Mikrodomänen an deren Oberfläche.
Bei Protonen sind dort die positiven Pole der Mikrodomänen mehrheitlich nach außen gerichtet, bei Elektronen die negativen. Das führt zu einer entsprechenden Polarisierung der Mikrodomänen im Netz um das Proton und um das Elektron herum. Auf diese Weise generieren Protonen und Elektronen das elektrische Feld. Hier haben wir ein Beispiel einer solchen Polarisierung zwischen einem Proton und einem Elektron. Zwischen den polarisierten Mikrodomänen im Netz und Protonen und Elektronen arbeiten Kräfte. Da findet Interaktion statt. Sind Elektronen nicht fest genug an der Materie gebunden, dann können sie durch das polarisierte Mikrodomänennetz in Bewegung gebracht werden. So entsteht elektrischer Strom. Hier habe ich Ihnen das Mikrodomänenmodell am Beispiel der Gravitation und der Elektrizität vorgestellt. Das ist jedoch bei der gesamten Physik so. Da sind immer Kräfte zwischen den Mikrodomänen. Alle physikalischen Prozesse kommen ausnahmslos durch die Wirkung der Kräfte zwischen den Mikrodomänen zustande. Nun, wie sieht das bei Photonen aus? Eine Mikrodomäne ist elektrisch gesehen ein Dipol mit einem Plus und einem Minus. Bringen wir solch eine Mikrodomäne in Rotation und schubsen wir sie in eine Richtung, dann bewegt sie sich rotierend selbstständig weiter. Wie funktioniert das? Die elektrischen Pole der Mikrodomäne erzeugen ein elektrisches Feld. Dieser Dipol bewegt sich aber weiter. Dann wird ein neues elektrisches Feld generiert. Das vorher erzeugte Feld wird vom Netz abgebaut. Das drückt die Mikrodomäne von hinten. Dieser Mechanismus hält unsere Mikrodomäne permanent in Bewegung. Das ist ein verlustfreier Prozess. Die Energie, die das Netz polarisiert hat, wird vollständig dafür benutzt, um die Bewegung der Mikrodomäne voranzutreiben. So wird die gesamte Energie mitgenommen. Damit können wir ein Photon als eine rotierende Mikrodomäne mit einer elektromagnetischen Verwirbelung des Feldes um sich herum beschreiben. Der Radius dieser Verwirbelung ist nicht unendlich. Er ist von der Frequenz des Photons abhängig. Je schneller die zentrale Mikrodomäne rotiert, desto kleiner ist der Bereich, in dem sich das elektrische Feld ausbreitet. Also, je höher die Frequenz, desto kleiner ist das Photon. Die Photongröße lässt sich übrigens aus den bereits bekannten Beobachtungen ableiten. Ich komme auf einen Durchmesser von der Hälfte seiner Wellenlänge. Während seiner Reise generiert das Photon ein räumlich begrenztes, sinusförmiges, elektrisches und magnetisches Feld. In einem elektromagnetischen Strahl befinden sich sehr viele Photonen. So fällt zunächst nur deren elektrische und magnetische Gesamtwirkung auf. Diese Gesamtwirkung hat man zuerst entdeckt und als elektromagnetische Wellen definiert. So haben wir hier eine Antwort auf die erste dieser zwei Schlüsselfragen. Diesen Konflikt gibt es überhaupt nicht. Die elektromagnetischen Wellen und Photonen sind genau dasselbe. Das sind immer Photonen. Einmal in Mikro- und einmal in Makroskala. Ein Konzept eines Welle-Teilchen-Dualismus ist damit überflüssig. Der zweite Punkt hier ist die Relativitätstheorie. Sie wurde aufgestellt, um eine Antwort auf unerklärliche Ergebnisse eines sehr bedeutenden Versuchs zu liefern. Das war das Michelson-Morley-Experiment, durchgeführt im Jahr 1887.
Hier haben wir das Prinzip der Messung. Nur das Prinzip. Der Messaufbau sieht natürlich ganz anders aus. Das Messsystem besteht aus einer Lichtquelle und einem Sensor. Sie sind mechanisch verbunden und befinden sich immer in einer festen Distanz. Der ganze Messaufbau kann sich in diese oder in diese Richtung durch den Äther bewegen. Wir messen die Laufzeiten des Lichts zwischen der Quelle und dem Empfänger. Man hat erwartet, dass je nach Richtung der Bewegung des Messaufbaus unterschiedliche Laufzeiten gemessen werden. Es wurde dabei angenommen, dass sich das Licht in diesem Zwischenraum mit einer Lichtgeschwindigkeit bewegt, die auf den Äther bezogen ist. Eine Bewegung der Messvorrichtung müsste demzufolge Einfluss auf die gemessene Zeit haben. Bewegt sich der Messaufbau in derselben Richtung wie das Licht, wird die Zeit länger. Bewegt sich das Messsystem in Gegenrichtung, wird eine kürzere Zeit gemessen. Diese Vermutung hat sich jedoch nicht bestätigt. Es wurden immer die gleichen Zeiten gemessen, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Aufbau bewegt hat. Das war eine mega große Überraschung. Niemand konnte das verstehen. Um die Ergebnisse dieses Experiments irgendwie mathematisch zu erfassen, hat man in den Gleichungen eine variable Zeitachse eingeführt. Danach soll die Zeit je nach Richtung der Bewegung mal schneller, mal langsamer laufen. Damit hat das mathematisch gestimmt. Diese Variabilität von Zeit wurde später zum Grundbaustein der Relativitätstheorie. In meinen Augen lag der Fehler bei der Annahme, dass das Licht seine Geschwindigkeit beim Verlassen der Quelle ändert. Wie gesagt, man ist davon ausgegangen, dass sich hier in dem Zwischenraum das Licht mit der Lichtgeschwindigkeit im Verhältnis zum Äther bewegt. Der Messaufbau bewegt sich jedoch selbst im Äther. Das heißt, die emittierten Photonen müssten ihre Geschwindigkeit beim Verlassen der Quelle abrupt verändern. Weshalb sollen sie das tun? Der Lauf eines Photons ist nichts anderes als eine Verkettung von Kräften. Wird ein Photon von einer Quelle ausgestrahlt, so bleibt seine Bewegung mechanisch an seine Quelle gebunden. Dann bewegt sich das Photon mit einer Lichtgeschwindigkeit in Relation zu seiner Quelle. Befindet sich ein Empfänger in einer konstanten Distanz zum Sender, dann braucht das Photon für diese Strecke immer die gleiche Zeit. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, in welche Richtung sich dieser Aufbau bewegt. Deshalb würden bei dem Versuch immer die gleichen Zeiten gemessen. Damit lassen sich die Ergebnisse des Michelson-Morley-Experiments erklären, ohne dass dafür das Tempo der Zeit variieren muss. Also, wir brauchen hier keine imaginären Erklärungen. Diese zwei Fragen lassen sich ganz rationell beantworten. Punkt Nummer 1. Es gibt keinen Welle-Teilchen-Dualismus. Die Photonen erzeugen das elektromagnetische Feld während ihres Laufs. Und Punkt Nummer 2. Die Photonen sind mechanisch an ihre Quelle gebunden. Deshalb bleibt ihre Geschwindigkeit in Bezug zu ihrer Quelle konstant. Das heißt, dass es keine Gründe mehr gibt, sowohl die Quantentheorie als auch die Relativitätstheorie zu rechtfertigen. Sie wurden voreilig aufgestellt und mangels Alternativen bis heute weiterentwickelt. Diese zwei Theorien haben sich zwar in den letzten 100 Jahren sehr verbreitet, aber sie müssen abgelöst werden. Ähnlich wie damals die römischen Zahlen. Es liegt auf der Hand, dass das nicht schmerzfrei wird.
Aber wie man so sagt, lieber Ende mit Schmerz als Schmerz ohne Ende. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen aus dieser Sackgasse raus. Oder wollen wir wieder darauf warten, dass uns die Realität des Besseren belehrt? So wie damals bei den Monsterwellen? Diese Zeit haben wir nicht. Da stehen Aufgaben vor uns, die wir dringend lösen müssen. Ein Beispiel: unser Energiebedarf. Wir brauchen neue Energiequellen. Und Energie gibt es überall. Ich sehe hier große Chancen. Aber nicht nach dem Prinzip weiter so bloß schneller. Wir brauchen gute Mobilität im Weltall. Jedoch nicht mit unseren Verbrennungsraketen. Es ist möglich, gegen die Gravitationskraft zu wirken. Es ist möglich, sich vom Vakuum abzustoßen und dabei sehr hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Über die Lichtgeschwindigkeit hinaus. Dafür müssen wir aber aufhören, nach dem Heiligen Gral zu suchen. Wir brauchen ein durchgehendes, plausibles Verständnis der Natur. Und das geht nur über rationelle Wege. Wir haben sie vor 100 Jahren verlassen und jetzt müssen wir auf diese Wege zurück. Das Mikrodomänenmodell, das ich Ihnen vorgestellt habe, ist ein Versuch, einen gemeinsamen Nenner für die gesamte Physik zu finden. Für das Konzept nutze ich den Namen Temido. Das ist eine Abkürzung von Mikrodomänentheorie auf Polnisch. Hier noch ganz kurz die wichtigsten Punkte. Das ganze Universum besteht aus einheitlichen Grundbausteinen, Mikrodomänen. Ein Teil der Mikrodomänen ist in Materie komprimiert, der Rest der Mikrodomänen ist im Raum des Universums verteilt, wo sie ein unsichtbares Mikrodomänennetz bilden. Die fundamentalste physikalische Größe ist die mechanische Kraft. Alle physikalischen Prozesse kommen durch die Wirkung der Kräfte zwischen Mikrodomänen zustande. Der Aufwand für eine Veränderung der Konstellation von Mikrodomänen ist Energie. Das Temido-Gesamtkonzept habe ich in Form einer 6-teiligen Vortragsreihe verfasst. Diese 6 Videos finden Sie auf meinem YouTube-Kanal. Die einzelnen Themen sind Newton mal anders, Gravitation, Elektrizität, Magnetismus und Wärme, Photonen und eine Zusammenfassung mit einigen Reflexionen. Einen kleinen Überblick davon gibt es im Anschluss dieses Videos. Wie Sie sehen, das Temido-Konzept zieht sich durch die gesamte Physik und betrifft alle Bereiche. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich habe daraus 3 Punkte ausgesucht, die Sie vielleicht interessieren könnten. Nummer 1 ist die Mikrodomänendichte und ihre Bedeutung. Die Mikrodomänendichte ist eine komplett neue physikalische Größe. Eine inhomogene Dichte des Netzes generiert die Gravitationskraft. Das haben wir schon hier gehabt. Für die Gravitationskraft ist der Gradient der Mikrodomänendichte erforderlich. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den Absolutwert der Mikrodomänendichte. Hier herrscht eine andere Dichte als dort. Das sind ja unterschiedliche Bedingungen. So ähnlich wie beim Luftdruck. Die Verformung des Netzes, die wir hier sehen, wird durch die Erde verursacht. Wir sind jedoch nicht allein auf der Welt. Auf der Erde wirken auch Gravitationskräfte anderer Himmelskörper, hauptsächlich des Mondes und der Sonne. Das bedeutet, dass die Sonne und der Mond die Mikrodomänendichte auf unserer Erde mitformen.
Sowohl die Erde als auch der Mond befinden sich in permanenter Bewegung. Das führt zu periodischen Veränderungen der Mikrodomänendichte auf der Erde. Momentan sind wir nicht in der Lage, den Absolutwert der Mikrodomänendichte zu messen. Es scheint jedoch, dass manche Lebewesen die Veränderungen der Mikrodomänendichte wahrnehmen können. Sie verwenden das Muster dieser Veränderungen als Kalender. Dank dieser Fähigkeit sind zum Beispiel manche Fische in der Lage, sich einmal im Jahr an einem ganz bestimmten Tag zu treffen, um sich zu paaren. So vielleicht rückt jetzt das hochverpönte Thema Mondphasen doch in den Fokus der Wissenschaft. Mehr dazu finden Sie im 6. Kapitel der Themido-Reihe. Im zweiten Punkt geht es um das Newtonsche Gravitationsgesetz. Die Newtonsche Gravitationsformel gehört zu den ältesten Formeln in der Physik überhaupt. Sie ist mehr als 300 Jahre alt. Das waren gerade die Anfänge der Physik. Damals gab es fast nur die Mechanik. Die Elektrizität und der Magnetismus kamen erst danach. Die Existenz von Atomen wurde 200 Jahre später entdeckt. Inzwischen hat sich die Physik um viele neue Gebiete erweitert. In allen neuen Bereichen haben wir die Gravitationskräfte immer mit dieser Newtonschen Formel berechnet. Und zwar 1:1, unverändert, bis heute. Bei allem Respekt für Isaac. Ist es nicht ein wenig naiv zu glauben, dass eine vor 300 Jahren aufgestellte Formel eine dermaßen universelle Gültigkeit hat? Im atomaren Bereich zum Beispiel bringt das Newtonsche Gravitationsmodell Ergebnisse, die verwirrend sind. Wir haben zurzeit mehrere Atommodelle, die sich zum Teil widersprechen. Das kann doch nicht wirklich die Lösung sein. So gibt es meiner Meinung nach gute Gründe, um anzunehmen, dass die Newtonsche Gravitationsformel bei kleinen Distanzen nicht stimmt. Sie muss angepasst werden. In meinem Video Newtons unvollendete Gravitationstheorie stelle ich ein alternatives Themido-Atommodell vor. Im Gegensatz zu aktuell geltenden Annahmen spielt dort die Gravitation eine Schlüsselrolle. Das vereinfacht einiges. Ein Beispiel: chemische Bindungen. Die chemischen Bindungen entstehen durch ein klares Zusammenspiel zwischen Gravitation und Elektrizität. In diesen 2 Kapiteln der Themido-Reihe finden Sie mehr darüber. Und der dritte Punkt ist Energie und Wärme. In puncto Energie sind wir gar nicht so schlecht. Sehr gut sogar. Allerdings betrifft das nur das Verbrauchen von Energie. Hauptsächlich durch Verbrennung. Um genau zu sein, verbrauchen wir Energie nicht, sondern wir konvertieren sie in eine andere Energieform, in Wärme. Damit ist diese Energie nicht weg. Sie ist in Materialien vorhanden, die dann eine höhere Temperatur haben. So ist die dadurch aufgewärmte Erde eigentlich ein Energiespeicher und Energiequelle. Im Moment können wir das jedoch nicht nutzen. Wir sind zurzeit nicht in der Lage, Wärmeenergie in eine andere Energieart effizient umzuwandeln. Das Beste wäre ein direkter Wärmestromkonverter. Ich bin davon überzeugt, dass solch eine Konvertierung möglich ist, und zwar in einer praktikablen Form. Mehr dazu finden Sie in meinem Video zum Thema Thermovoltaikkonverter. Das waren die 3 Punkte. Auf meinem YouTube-Kanal finden Sie mehr von solchen Überlegungen. Was Sie dort nicht finden werden,
ist ein Thema, das definitiv noch dorthin gehört, das ist die Kernphysik. Alle Kernprozesse unterliegen derselben Mikrodomänenmechanik, wie das in den restlichen Bereichen der Physik der Fall ist. Es handelt sich zwar um größere Energien, aber die Mechanismen sind dieselben. Die gesamte Nuklearphysik ist dadurch deutlich einfacher, als man denkt. Ich habe mir fest vorgenommen, ein 7. Temido-Video über Kernphysik aufzunehmen. Ein Titelbild gibt es schon, mit dem Film kann es noch ein bisschen dauern. Ich bedanke mich für das Zuschauen, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.